Hallo, ich heiße Boniki, ich bin die Cooking Diva. Heute zeige ich euch eine der beliebtesten und bekanntesten koreanische Essen, heißt Korean Fried Chicken, KFC. Auf Deutsch heißt KFC. Es klingt ein bisschen Autotyp-Prüfung oder sowas. Nein, Scherz beiseite, es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, wir fangen gleich an. So, wir brauchen 1,5 Kilogramm Hähnchenfleisch. Ich kaufe meistens Hähnchenflügel oder Schenkel, aber Sie können auch ganze Hähnchen haben und dann kleine Stücke schneiden. Es ist doch sehr, sehr wichtig, unter fließendem Wasser gut sauber abzuspülen. Manchmal gibt es kleine Splitter oder Fäden auch sind dabei. Das muss nicht sein. Jetzt kleinere Flügel halbieren und dann die dickere Schenkel schnitze ich ein bisschen Fleisch rein, das nachher Grundgewürze gut einmarinieren können. Natürlich kleinere Stücke zu schneiden, zu empfehlen. Es ist besser zu frittieren und mit Hand gut zu essen nachher. So, ich mariniere mit 5 Gramm Salz und 2 Gramm Pfeffer und so, ja, 5, 6 Mal drehen, dann wird ungefähr 2 Gramm sein. Und ein Stück Knoblauch sehr klein gehackt. Und Sie werden merken, einige koreanische Gerichte verlangen als Würzmittel Knoblauch. Es ist sehr essentiell für koreanische Gerichte. Und jetzt benutzen wir 100 Milliliter normalerweise Wasser, aber ich benutze Milch. Da nimmt die Fleischgeruch weg, finde ich. Und dann 80 Gramm Temperamehl oder Kartoffelstärke. Und ich benutze meistens 100% Kartoffelstärke, da gibt es mehr Knusprigkeit. Aber manche Leute benutzen halb-halb. Sie werden ein paar Mal machen und dann werden sie merken, welches ist ihr Lieblingsart ist. Dann können sie auch selber bestimmen. Aber so Richtlinie, ja, halb-halb. Und eine halbe Stunde in der Ecke marinieren lassen und 150 Gramm in eine Plastikbox Temporamehl oder Kartoffelstärke rein. Dann hole ich dann diese halbe Stunde einmarinierte Fleisch raus in der Box rein. Und dann, ja, und dann werde ich Deckel zumachen, werde ich schütteln. Und dann, wenn man diese Box nicht hat, ist auch nicht schlimm. Sie können auch Plastikbeutel benutzen. Das ist genauso gut. Ja, und dann jetzt ist es so gleichmäßig, nehme ich an, diese Schenkel, die Hähnchen sind paniert. Bereits nachher 170 Grad heiße Öl doppelt frittiert zu werden. Jetzt bereite ich original koreanische Gewürzsoße. Heißt auf Koreanisch Yangnam Chicken Soße. Wasser und Sojasauce, Honig oder Oligodang oder Zucker rein. Und dann Oligodang ist so eine koreanische Süßmacher. Und die sind angeblich ein bisschen gesünder als normale Zucker, weil die sind gewonnen aus Gemüse und Obst. Aber Sie können einfach ganz normale Zucker benutzen. Da macht er keinen Geschmackunterschied. Koreanische Paprika und koreanische Sojasauce sind aber sehr wichtig. Es muss sein, sonst kriegen wir nicht den Originalgeschmack. Die koreanische rote Paprikapaste sind überall zu bekommen in Asien-Supermarkt, weil die sind sehr oft gesucht. Aber wenn Sie es nicht bei Ihrer Nähe Asien-Shop haben, dann unten gebe ich Ihnen einen Link von mir. Sie können dies online auch bestellen. Das ist auch möglich. Jetzt werden wir es frittieren. Ich benutze heute Rapsöl, aber Sie können irgendein pflanzliches Öl benutzen, nur nicht Olivenöl. Sie haben zu sehr Eigengeschmack. So, Temperatur 170 Grad wäre gut. Wir werden zweimal frittieren. Warum frittieren wir Koreaner zweimal? Damit Innenseite saftig, feucht wie möglich und außen knusprig wie möglich.
So, erste Runde frittiere ich meistens 8 Minuten und zweite Runde mache ich so um die 7 Minuten. So, Gesamtzeit 15 Minuten. Sie werden schon merken, wenn Sie nur einmal frittiert haben, wenn Sie essen, es wird ganz schnell nicht mehr knusprig. Und wenn Sie zweimal frittiert haben, dann bleibt er auch bis zum nächsten Tag sehr knusprig. Und Koreaner lieben gewürzten Geschmack, also Yangnam Chicken. Diese reguläre frittierte Hähnchen finden sie ein bisschen langweilig und nicht so aufregend. Chicken und Bier, die Kombi, nennen wir Chime. Die Kombination ist sehr beliebt. Seit der Weltmeisterschaft Fußball, koreanische Team haben Semifinale erreicht. Und Korean-Drama und Film wird oft diese Szene gezeigt. K-Drama und Film sind ja inzwischen Ausland auch beliebt. Dadurch auch Korean Chicken, KFC, sind in aller Munde. So, ich bin auch Ende der mein Gericht erreicht. Ich mische jetzt gerade mein Fried Chicken in der Yangnam-Soße. Jetzt ist die Ergebnis, sehe ich. Wunderbar, look like. So, jetzt Essen ist fertig. Mein Belohnung ist ein Bier. So, auf Koreanisch heißt es Mekju, Chicken, Chimek. Also die Koreaner essen diese Kombination am liebsten. So, ich werde mich auch jetzt belohnen. Ich habe kein deutsches Bier oder koreanisches Bier gefunden, aber das ist sowieso mein Lieblingsbier aus Polen. Total lecker. Und ich bin auch Chelsea-Fan. Sollte man nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, so ein Schluck. So, ich versuche mal die gewürzte Yangnam Chicken. So. Oh Gott, lecker. Ich versuche mal die Flügel. Ihr solltet wirklich mal das probieren. Es ist nicht schwer. Okay? Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.